Hi, ich heiße Tony Sheridan. Wenn es euch nichts sagt, dann bitte beruhigt. Aber falls ja, denn ihr wisst ja, damals hier auf St. Pauli, Rock'n'Roll, Beatles, Top Ten, Star Club und so weiter. Ich bin derjenige, der damals als erste Gruppe nach Hamburg kam. Und wir haben die Augen der Jugend, glaube ich, ein bisschen geöffnet. Ohne es zu wollen, wohlgemerkt. Wir haben einfach losgelegt und ich bin derjenige. Und mich trifft einige Schuld. Ich bin mir das bewusst inzwischen und ich bitte um Verzeihung. Ja, zurück Juni 60. Wir kamen vom Hauptbahnhof mit der Taxi bis hierher. Und der Clubeigner sagte, okay Boys, hier ist der Eingang, ihr geht jetzt hier runter. Da rein gibt es eine Bockwurst, gibt es ein Bier und dann geht es auf die Bühne und dann wird gespielt. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben den vorne überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, Monate später haben wir vorne überhaupt zu Auge bekommen. Aber hier unten, das war der Eingang und ja, hier fing alles an. Runter in den Keller. Wir blieben im Keller, monatelang. Wir sahen aus wie die Geister nachher. Schlimm. Ja, das war der Beginn der ganzen Geschichte auf St. Pauli. Wenn wir nicht gekommen wären in der Form, wer weiß, was daraus geworden wäre. Viel weniger wahrscheinlich. Das heißt immer noch Kaiserkeller, das wundert mich. Alles andere heißt Erotik dies, Erotik das. Ja, das Schlimme war im Kaiserkeller, es gab keine Luft. Weder wo wir geschlafen haben, in dieser Kammer, auch im Club gab es keine Luft. Es gab aber, wir waren keine harten Jungs, ne? Wir sahen so aus zwar, aber innen drin waren wir das nicht. Aber hier drin gab es jeden Abend die tierischsten Schlägereien. Blut, Finger ab, Nase ab, ich weiß nicht was alles. Also ich war derart schockiert. Und dann kam der Chef auch noch mit einem Gummiknüppel und unter oben so ein Seemann aus Finnland, oder, der zu viel getrunken hat und die Rechnung nicht bezahlen konnte. Er hat bezahlt, aber hat mit Schmerz bezahlt. Das war normal. Also Blut, Schweiß, Tränen, buchstäblich hier drin. Wir haben so viel Schweiß hier gelassen. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch Wasser im Körper haben. 60. Da wurde das Ding geboren sozusagen. Hat nicht lange gedauert, 7 Jahre. 62. Hier war der Eingang. Das war ein Kino früher. Hier ging man rauf, zahlte seine 5 Mark oder was es war. Und dann zum Schlagclub hin. Ja, das war der Ort für Rock'n'Roll-Musik in der Welt. Damals gab es in Amerika oder in England sowas Vergleichbares nicht. Nur in Hamburg und Pauli. Leider in der großen Freiheit. Leider in der großen Freiheit, ja. Starklo. Ich war froh, als das Scheißding weg war, wirklich. Ja. Hier drüben gegenüber, da waren wir zuerst im Kaiserkeller, 2 Jahre früher. Und als wir hier gespielt haben, hatten wir die Ehre, hier schlafen zu dürfen. Hier, im ersten Stock. Damals gab es einen Balkon, wo John Lennon mal gestanden hat und runtergepinkelt hat, weil er nicht anders konnte, weil es keine Toilette gab. Und der Eimer war voll. Also leider gingen ein paar Nonnen zur gleichen Zeit vorbei und die waren sehr erbost. Ja, es war ihm egal. Gott war ihm egal damals. Jetzt nicht natürlich, aber ja, da wohnten wir. Das sah aus, Kotze überall, ich weiß, Unterhosen, 2 Jahre alt und solche Sachen. Es war widerlich. Aber eins gab es nicht, Groupies. Also die ganze Geschichte, dass wir Groupies hatten oder so. Wir waren derart erschöpft vom Spielen, Bier trinken, Spielen, Bier trinken. Ja, ein bisschen essen manchmal, wenig. Eine Currywurst, so ein bisschen Toast oder was. Und dann haben wir uns hier ausgeruht und dann wurde wieder gespielt. War widerlich die Zeit, war schlimm. Aber wir haben gute Musik gemacht, ja. Aber die Groupies gab es nicht. Gradlin Alphonse, das sagt euch vielleicht nichts, aber uns sagt es sehr viel, wenn wir diese beiden Namen hören. Gradlin Alphonse war unsere Musikerstammkneipe. Hier saßen wir stundenlang, tagelang, monatelang manchmal.
Mit kleinen Unterbrechungen, wo wir haben spielen müssen natürlich. Nebenan im Startclub. Ein paar Meter weiter, aus dem Startclub heraus. Gretel und Alfons. Wir wissen heute nicht, wer Gretel war oder Alfons. Die waren ja schon längst gar nicht mehr da. Aber Horst, der Boss damals, der lebt heute noch. Er ist ja auch abends zu sehen hier drin. Es hat sich nichts geändert. Es ist wie damals geblieben. Hier oben haben wir gewohnt, hier haben wir gespielt und die restliche Zeit haben wir hier verbracht. Miteinander, mit Jimi Hendrix, mit den Beatles, Jerry and the Pacemakers, Chuck Berry, Fats Domino, Ray Charles, die waren alle hier drin in dieser deutschen Kneipe, weil alles andere war ja irgendwie geschmacklos, ne? Wie heute. Aber hier war eine ganz stinknormale deutsche Kneipe, bisschen seemännisch, wie heute. Hier haben wir uns wohlgefühlt, hier hat der Boss verstanden, ihr seid Musiker, ein bisschen verrückt, ihr dürft ein bisschen verrückt sein bei uns. Wir dürften sonst, wir hatten überall Lokalverbot sonst, ja. Ihr nicht, raus. Beatles, raus. Ja, hier durften wir sitzen, fluchen, bisschen Bier trinken manchmal. Eimerweise. Gretel und Alfons, weltbekannt, sollte unter Denkmalschutz stehen, eigentlich. Kommt noch. Gretel und Alfons. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren Zeiten, als John Lennon zu Klo ging. Halbe Stunde später kam er wieder raus, bleich, ein bisschen grünlich. Ja, mehr sage ich nicht. Ich will nicht alles verraten. Wie gesagt, habe ich meine erste Single angeguckt nach dem Kaufen nebenan. Und hier war natürlich auch eine Musikbox. Aber das sind andere Titel, teilweise. Damals gab es hauptsächlich Freddie Quinn, Peter Alexander, Peter Kraus, Ted Herold und natürlich Elvis und ein bisschen Chuck Berry. Aber das war so gespalten zwischen, was als Schlager damals gilt in Deutschland, und Rock'n'Roll, was gerade im Kommen war. Gesellschaftsfähig war Rock'n'Roll noch nicht. Aber das haben wir ein bisschen geändert, dadurch, dass die Beatles-Musik natürlich ziemlich groß rausgekommen ist in aller Welt, wurde gesellschaftsfähiger. Dadurch, dass die Beatles nicht nur Rock'n'Roll gemacht haben, die haben Musik gemacht, für jeden Geschmack was. Als Gegenpol zu Rolling Stones war das sehr angebracht, schöne Musik zu hören und nicht nur Rock'n'Roll. Aber eigentlich waren die Beatles von vornherein Rock'n'Roller. Und hier haben sie das auf St. Pauli natürlich gut gelernt in dieser Schule. Es war damals eine Rock'n'Roll-Schule, kann man sagen. Da spielten wir 8 Stunden jeden Abend, monatelang. Und das ging an die Energie natürlich. Aber wir liebten das. Wir haben eigentlich nichts anderes machen wollen als nur spielen. Und dann, hier sind ein paar so seltsame Dinge passiert. Zum Beispiel, als die Beatles ankamen, ich weiß zum ersten Mal, als ich sie sah, und bei mir war es auch nicht viel anders, wir hatten ja ein bisschen Fett ins Haar geschmiert, so Creme und so nach hinten und ein bisschen Elvis-mäßig. Die ebenfalls, und die Lederjacke und die Jeans. Und irgendwann dann gingen die Beatles für ein Wochenende nach Paris auf Einladung von einem Fotografen, von Jürgen Vollmer. Und Jürgen hatte in Paris waren sie schon ein bisschen bekloppter als hier, aber auf andere Weise bekloppt. Die waren ja ein bisschen künstlerischer in Anführungsstrichen. Und Beatles kamen auf einmal zurück, ganz anders gekämmt, also mehr nach vorne als nach hinten, also das Gegenteil. Und ohne Creme, gewaschenes Haar, was ein seltener Anblick damals. Rock'n'Roller sahen nicht besonders gut gewaschen aus. Wir waren sauber, aber wir sahen das nicht aus. Und es gibt hier oben einen Friseur in der Davidstraße, bei ihm im Fenster hängt, hier waren die Beatles bei mir jede Woche und haben diesen Friseur erhalten. Das stimmt überhaupt nicht. Meines Erachtens haben sie es in Paris abgeguckt und hierher gebracht. Und auf einmal waren all die ganzen Liverpooler Gruppen, die Beatles verehrt haben, ebenfalls frisiert. So, Pilzköpfe hat man damals gesagt, ein ganz blödes Wort. Aber wie man weiß, sobald die Beatles einen Anzug angezogen haben und sich gewaschen haben, äußerlich wenigstens,
Und das Haar dazu, da war der Image perfekt für die spätere Entwicklung. Wir sahen hier alle nach James Dean und Marlon Brando aus, eher, und Elvis und so weiter. Unsere Musikkonkurrenz war also eigentlich ganz wenig in Deutschland. Es gab ja sowas wie Schlager, was man Schlager heute nennt. Vor allem Freddie Quinn. Junge kam bald wieder und was es alles gegeben hat. Die Gitarre und das Meer. Man lacht darüber vielleicht heute, wenn man das hört. Man lacht vielleicht über Peter Kraus, wenn er auftritt im Fernsehen. Obwohl er bestimmt ein ganz netter Typ ist. Und tanzen kann er wirklich sehr gut. Aber als Rock'n'Roll-Sänger war er nicht. Und vor allem mit der Sprache war das. Die Rock'n'Roll-Sprache war Englisch. Wir haben zum ersten Mal authentische Rock'n'Roll-Musik hierher gebracht. Und die Kids haben gehört, das klingt authentisch. Und das war, glaube ich, das Geheimnis unseres Erfolges damals. Es klang authentisch. Wir haben es gesehen als Second-Hand-Musik, denn wir haben nur kopiert. Wir haben nichts Neues gebracht am Anfang. Wir haben die Platten gehört, Chuck Berry, aha, so geht es. Wir haben das nachgespielt und jeden Abend auf der Bühne sozusagen getan, als ob es unsere eigene Musik gewesen wäre. War es natürlich nicht. Nach einer Weile haben wir gemerkt, die Kids im Publikum, die interessieren sich zwar für den Sound und für den Beat, für den Rhythmus, aber die merken gar nicht, was wir singen und merken überhaupt nicht, was wir dazwischen spielen. Also wurden wir innovativ, wurden wir kreativ und haben aus Rock'n'Roll-Musik was anderes gemacht. Das heißt, wir haben auf einmal unsere eigene Sache da hineingebracht. Es war nicht nur eine Kopie, die eigene Seele, die eigene Kreativität, die ging da hinein und aus einem Lied von Chuck Berry wurde praktisch, fast was anderes. Und als die Beatles später Back in the USSR gemacht haben zum Beispiel, das war eigentlich Chuck Berry. Nur ein bisschen umgewandelt, ein neuer Text und so weiter, aber die Roots dafür sind Chuck Berrys gewesen. Die Beatles haben dies und jenes genommen und haben sogar aus Musicals und Kirchenmusik und Pfadfindermusik die Teile zusammengefügt und daraus eine ganz neue Musik gemacht, die gesellschaftsfähig wurde auf einmal. Hier auf einmal kamen Anwälte, es kamen Zahnärzte, es kamen Buchhalter, also ganz biedere Leute teilweise, Spießbürger und saßen neben den Freaks und neben den Hippies, Existenzialisten hießen die damals. Und auf einmal war der Top Ten voll von allen möglichen Sorten von Menschen. Und das störte keinen. Und also die Musik brachte diese Leute zum ersten Mal zusammen. Außerdem, die Musik, die wir gemacht haben hier, trug ein wenig dazu bei, dass die Versöhnung zwischen den Jugendlichen, die immer noch lebendig waren nach dem Krieg, das sind die Deutschen, pass auf, das ist der Feind. Unsere Eltern waren ja voll dagegen. Nach Deutschland, um Gottes Willen. Wir haben gesagt, wieso, wir fahren nach Deutschland, wir spielen wir gucken erst mal, Und als wir gemerkt haben, dass die Kids im Publikum, die Gleichaltrigen, genauso waren wie wir haben keine Nazis und sowas gesehen. Wir haben nur die Kids gehört, die haben uns gehört, wir haben irgendwie uns halbwegs verständigt, wenn es sein musste. Aber im Grunde, die Musik hat es getan. Die Musik hat, uns zusammengebracht. Und hat dann andere Leute interessiert. Der Bert Camford wäre nicht gekommen, uns anzuhören, wenn der Top Ten auf der Reeperbahn nicht gesellschaftsfähig gewesen wäre. Also solche Leute, Plattenproduzent von Freddie Quinn und so weiter, die sind da hingekommen und haben uns angeguckt und haben gesagt, okay, wollt ihr denn vielleicht ins Studio kommen, ein paar Aufnahmen machen, Probeaufnahmen. Nach Hamburg in die Friedrich-Ebert-Halle. Das haben wir gemacht und daraus wurden diese Lieder My Bonnie und die ganzen anderen Titel mit den Beatles und so weiter. Also es war eine sehr, sehr reichhaltige und interessante Zeit, sehr kreative Zeit. Wir haben gelernt in Hamburg nicht nur zu kopieren, sondern kreativ zu spielen, zu erfinden, neue Dinge zu bringen, die noch gar nicht da waren. Und später weiß man ohne dieses Training in Hamburg wären wahrscheinlich die Beatles nicht groß rausgekommen. Und einige andere auch sind durch diese Schule hindurchgegangen. Etliche andere. Und durch die langen Stunden und die harten Nächte ist da eine sehr schöne Sache heraus geworden.
bis heute. Wer weiß, was gewesen wäre, hätte es St. Pauli nicht gegeben für uns Musiker damals. Wir hätten ganz sicher nicht die Chance bekommen, irgendwo in der Welt 8 Stunden jeden Abend zu spielen. Bis zum Umfallen, schwitzen ohne Ende, keine Luft, nur Zigaretten, Bier, ein bisschen Bier. Hin und wieder mal eine Pille, um wach zu bleiben. Musik, ja, das stimmt, doch. Wir waren aber keine Junkies, das waren Diätpillen, um abzunehmen. Wir nahmen ständig ab, das stimmt. Wir waren aber gar nicht fett vorher. Aber wir kamen dünn an, wir wurden dann noch dünner. Aber egal, wir haben das gemacht, was wir wollten und was wir geliebt haben. Und darum ging es. Und das war eine einzigartige Situation. Nirgendwo auf der Welt gab es diese Möglichkeit zu spielen ohne Ende, solange man wollte. Und daraus was Neues zu machen. Ein bisschen umrühren im Pott, ein bisschen Pfeffer und Salz rein, unsere eigene Sache. Und daraus wurde eine ganz neue Musik. Zum ersten Mal eine Art Rock'n'Roll-Musik, die aus Europa kam und nicht aus Amerika. Natürlich war Peter Kraus und Ted Herold über Nacht ziemlich kaputt, denn unsere Konkurrenz war einfach zu groß für sie. Wir waren authentisch und wir wurden noch authentischer während der langen Stunden auf der Bühne, im Top Ten, im Stadtclub, Kaiserkeller. Es war eine sehr gute Schule. Ja. Das war's damals. Okay, this is Cafe Miller, and this is where we used to have tea. Not, a glass of hot water and a tea bag. Of course, we always used to have 2 tea bags to make it taste English. And there was a jukebox like this, and the music in the jukebox in those days was a bit of Elvis, a bit of Chuck Berry, a bit of Buddy Holly, and German singers as well. We didn't understand any German in those days, but we had people like Peter Kraus and Ted Herold, Peter Alexander, and Freddie Quinn was the biggest guy. He was like singing these Seaman songs, and the people loved him. He was a big star. And then, of course, we came with our authentic sounding rock and roll and playing round the corner, up the top 10, etc. And all of a sudden, we were seeing Elvis was in there, and lots of other people who weren't there. Bob Dylan was in there. People that we who hadn't been in there before, because the taste of the people was changing. It was not only the German stuff and what they call Schlager. It was sort of rock and roll as well. So it was American and German and English all mixed up. And I think we had a lot to do with changing people's tastes, because the revolution of playing 8 hours a night and every night for months on end, this had to change something. And what it did, I think, was to open the ears and eyes of young kids especially, that something was going on and things were coming to Germany maybe 2 years later than anywhere else. So we brought American music, if you like, to Hamburg. And of course we were just copying at the beginning. We were listening to the record and copying what we heard and playing it on stage again, reproducing it, and not being original. But after a while, we discovered that the German public didn't mind if we changed a few things, if we changed a few chords, we sang it in a different way. And of course, we used to play a song not 2 minutes, 25 seconds.
We used to play one song, sometimes 15 minutes long, and in 15 minutes you can do a lot with a song like What I Say. So we were changing the music. We were doing it on purpose too. It wasn't an accident. We discovered that you can make something original and authentic out of an old song by doing your own thing and putting your own energy into it, your own creativity, and being innovative at the same time. And then, of course, you don't get bored that way after playing 8 hours a night for months on end. So the music that sort of came out of all this was sort of going back to Britain and putting out some feelers and getting some roots. And the whole English music scene changed because of what was going on here. Because lots of musicians from England came through this school. It's like a school, a music school, really. And they learned to play all night, and they learned to polish it up and become authentic and to become real all of a sudden, and went back to Britain and knocked everybody out by doing what they learned here. And from that, sort of the British Revolution, the British music thing took off, and part of that were, of course, the Beatles. Not only the Stones, the Beatles too. I think without St. Pauli, the Beatles wouldn't have become what they were later, you know, like the hairstyles, because they went off to Paris one weekend and with a photographer called Jürgen Vollmer. And when they came back, they had these funny hairstyles. And of course, they were not only new hairstyles, but they were also washed. The hair was clean. There was no cream in it and all that stuff. Previously, we all looked like the Elvis thing and all trying to look like James Dean and Marlon Brando. But they came back looking very French all of a sudden and with a long scarf around your neck and everything. And this was not the rock and roll image. So something started here too, and I think they just went to Paris and brought back what was worth bringing back from Paris, which wasn't a lot in those days because there was no rock and roll music, nothing happening there except Edith Piaf and Johnny Halliday. He was he doesn't really count when it comes to rock and roll. So what went on in Hamburg was more than just the music. All of a sudden, we were noticing people coming into the club, older people, people with suits and ties, with their ladies, with their wives, maybe with their daughters, I don't know. But they were respectable type people who normally wouldn't come to St. Pauli. They wouldn't even be seen here. But suddenly we're seeing, the young kids and the exes with their long hair and the beards and the sandals sitting next to the guy who might be an attorney or something in his black suit or grey suit. And they're all sitting in the club where we're playing and listening. So we thought, well, this is, because in England it was not possible, this sort of audience. So we thought, well, something must be going on. So eventually, of course, Bert Kaempfert came in and asked us to do a record, which we did, of course. And out of that, My Bonnie came out, and it got the Beatles off the ground as well. It helped to get them off the ground later in Liverpool when they got their manager, Brian Epstein. So we did some very strange things here. I mean, just to play 8 hours a night every night for months on end, it's a physical feat. You've got to be like it's like sport. You're banging away and sweating and a little beer and you sweat the beer out again, and you have some cornflakes around the corner and have a cup of tea in here. But basically what we did was transform everything we'd heard by the Americans, the American music, and made something new out of it. Of course, when the Star Club opened, well, all of a sudden they had people from the States, the real thing, Chuck Berry and Ray Charles, Fats Domino with a big band, all these black guys, like 20 black guys on the stage. So all of a sudden we did feel sort of a little bit inferior because we were still the second-hand players at that time. But at the same time we got to see our idols, and down here at the Star Club there were people we never would have seen normally. We would never have seen Ray Charles, Gene Vincent, people like that, our idols in those days. But here they were in our domain, playing next door. And I was playing with some of these guys too. So Gene Vincent is doing his crazy acts like Ozzy Osbourne on stage.
And I'm playing guitar for this guy, you know, on stage with him. And this is a dream, you know. I'm playing with Gene Vincent. Wonderful, you know. So it was full of the most ridiculous experiences, and you couldn't even pay to get these experiences normally. But we just were here, and we were just learning, but because things were happening, it was moving. The whole history of this area really doesn't, when you look back, it doesn't last longer than 7 years. From 60 to 67, I think then the whole thing sort of was going downhill again. Those 7 years were probably the most productive for the music industry in Europe anyway, definitely in England. And they changed society as well. They changed society here, definitely. It became salonfähig, as the Germans say, to go to the top 10 on the Reeperbahn and take your wife and listen to the Beatles, or listen to Tony Sheridan, or listen to Jerry and the Pacemakers. So it was a sort of a little revolution going on. It made people think, well, these are not bad guys with the leather jackets playing rock and roll. There's something else. They're even singing nice songs sometimes. A lot of ballads and stuff like that. And sooner or later, you know, of course, the jukeboxes like this were full of other music, not only the German stuff. And this went down to Frankfurt and Munich, but it all started here. So this was the center of beat at that time, if you like. And the impulses, the energy went all over the place, went to Holland, it went down to France, it went, you know, all over Europe at that time, and back to Britain. So in Britain, all the musicians were coming. The musicians who had talent used to play here all those long hours, and either they became good, very proficient, or they gave up. And lots gave up. Lots of musicians, they gave up because they couldn't keep up, you know. They saw that they didn't have what it takes. People like the Beatles, they had the talent, and playing here all these hours and months, they became good, they became better. Then they took it back to Liverpool, and people went, wow, what happened? And, you know, and you're looking clean now too, and all the rest of it, you know. So it had to do with the image, it had to do with the music, all that happened here. And the social thing too. The acceptable thing happened here. Music became acceptable. Rock and roll. I'm a little bit proud of that too, because I did my part every night, 8 hours a night. Terrible work. Bloody hell. Terrible money. No love. No food. Beer and play. St. Pauli. And here we are again. I'm sitting here next to this jukebox. What's this? Al Martino? Who's Al Martino? Oh, a German name. I can't even pronounce it anyway. But this place hasn't changed either. But society has, and I think we did a lot to help it along too. Thank you. Hi, my name is Tony Sheridan. You may not have heard the name. You may have. In connection with the old days here in Hamburg at the Star Club, Top 10, with the Beatles, etc., with all sorts of groups. We made our first records here with the Beatles. Well, I was a singer in those days because John Lennon's voice had gone and Paul wasn't singing as well as he could have done at that time, but my voice was stronger and better. So I did the vocals with the Beatles on my Bonnie, etc. in those days, and I'm still going strong. You know, we were the first group to come over here and get things moving, and we changed a lot, you know, changed the kids, the way of thinking. Little revolution came into things. It was very important for something to happen here because, you know, because of the war and all the rest of it. Somebody had to come over and say, well, this is rock and roll, and we are the same as you, and all this war shit is gone forever. Nobody needs all that stuff. You know, my parents, all our parents were, you know, they went wild when they heard we were coming to Germany. Anyway, but I went anyway. I broke my mother's heart. I broke my mother's heart by coming to Germany, to the enemy, to play rock and roll music. And this is the place we came to. This is the place I used to drink my tea in, you know. 2 tea bags in a glass of water. Warm water. This is the jukebox. I don't know if it's the same one, but similar.
course, in those days, when you looked in the jukebox, you didn't see Tony Sheridan, you didn't see the Beatles, you didn't see anybody like that. You saw all sorts of German names which you couldn't pronounce. Of course, that changed after our stay, and part of my work, I think, in those days, was to sort of make sure something happened here. Who knows, nothing might have happened, but something did happen, and it happened because of the music, and because of the leather jackets, and the hair, and Elvis, and James Dean, and Brando. And we brought all this over, and we became sort of different people as well, you know. We started to wash ourselves, you know, and the Beatles went back looking clean, and the Rolling Stones no, they still don't look clean. But, you know, other people went back, and everything changed in Europe. It brought everybody a little bit closer together, and I'm quite proud of my little part, which I played in those days. I'm still playing, of course, today. You should listen to my CD, Vagabond. Great songs. I wrote them all myself, you know. I'm one of these guys now who doesn't bother about a lot of publicity, Ozzy Osbourne and all that stuff, you know. No, I'm sort of, somewhere in the corner, you know, at the side, in the shadows. And I'm still playing all my wonderful music, rock and roll, and my new songs too. So I've got another 45 years to go. You know, I'm young now, I'm still young, so the next 45 years I'm going to change me. I've changed everything else, so I'm going to change me now. Thank you very much. Bye.